Gut, so, also herzlichen Dank, dass ich da kurz ein paar Minuten bekomme, um unser Hacking-Team hier an der JQ SIGFLAG vorzustellen. Wie der René schon angemerkt haben, werden wir am RUSI-TF diesen Samstag teilnehmen, der was um 11 Uhr startet. Aber vorher vielleicht ein paar Informationen, wer sind wir eigentlich? Also wir sind seit gut 2 Jahren ein Team von Studenten, die hier regelmäßig circa 1-2 Mal im Semester an Hackathons teilnehmen, also Sicherheitswettbewerben. Und der nächste wird eben diesen Samstag um 11 Uhr sein, ein sogenannter CTF. Und ich erkläre vielleicht kurz mal, was so ein CTF ist. Also ein CTF ist ein internationaler Sicherheitswettbewerb, der auch noch live ist, das heißt, der findet an einem gewissen Tag statt, geht circa 8 Stunden, manchmal auch 24 Stunden oder durchaus mehr. Unternehmen verschiedene Teams teil, die international verteilt sind. Das sind meistens ein Team von Studenten oder Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen oder Forschungseinrichtungen. Und wir auch an der JQ möchten hier als Team teilnehmen. Okay, wie funktioniert das? Jedes dieser teilnehmenden Teams bekommt eine virtuelle Maschine, wo Programme installiert sind, die gewisse Sicherheitslücken haben. Man sagt vor allem Services dazu. Das sind meistens an der Zahl so 5, 10, vielleicht auch manchmal mehr Services. Man weiß vorher nicht, welche das sind. Man weiß auch nicht, welches System man bekommt. Es ist aber meistens irgendein Linux. Und jedes dieser Teams bekommt das gleiche System. Also am Samstag um 11 Uhr bekommen wir diese virtuelle Maschine, setzen die auf und schauen uns an, was da los ist. So ein Service, da könnte zum Beispiel sein, irgendein Webshop, vielleicht mit irgendeinem Login-Panel, wo man ins Admin-Panel kommt, oder irgendeine Applikation, die über einen Port erreichbar ist, wo man Sachen machen kann. Also es wird von den Organisatoren programmiert. Und die können sind alle über das Netzwerk erreichbar. Okay, was machen wir jetzt mit diesen Applikationen? Da gibt es prinzipiell 2 Strategien, Attack und Defense. Attack wäre, wir suchen Sicherheitslücken in diesen Applikationen und nutzen die bei den anderen Teammitgliedern aus. Das ist der Attack-Part. Und zum anderen, den Defense-Part, wir finden diese Sicherheitslücken und fixen sie natürlich. Das ist vielleicht, wenn wir den Code haben, noch schnell erledigt. Bei Binary ist es vielleicht schon etwas schwieriger. Okay, also kurz zur Illustration. Wir nehmen hier als Team teil, haben hier unseren Server, die anderen Teams haben auch ihren Server. Das sind, ich glaube, beim nächsten CTF so an die 100 Teams oder mehr sogar, die international daran teilnehmen. Wir bekommen dann unseren Server um 11, setzen den auf und wir werden alle natürlich in ein Netzwerk verbunden, damit wir uns gegenseitig sehen. Also wir können auch auf die Maschinen der anderen dann einfach zugreifen und denen ihre Services benutzen, genauso wie sie es bei uns können. Gut, jetzt zu dem Part, wie geht das jetzt mit den Punkten? Warum heißt das überhaupt Capture the Flag? In diesen Services sind sogenannte Flags versteckt. Ganz kurz, was ist ein Flag? Das kommt prinzipiell auf den Service drauf an, aber eine Illustration wäre zum Beispiel, wenn wir zu unserem Beispiel zurückkommen mit einem Service, wo wir so ein Administrationsinterface haben und jetzt machen wir zum Beispiel da SQL-Injection und dann kommen wir in ein Admin-Panel und dann finden wir da irgendwo so einen String. Also so ein Flag ist meistens eine Zeichenkette, das ist auch genau definiert, wie sowas aussieht und diese Strings quasi sind zu finden. Die werden von einem Game-Server verteilt, die wechseln auch meistens im 2-Minuten-Takt und mit denen bekommen wir quasi dann die Punkte. Okay, also zurück, wir haben unsere Server, unsere virtuellen Maschinen und ein Game-Server verteilt uns die ganzen Flags. Also die sind quasi in unseren Programmen gesetzt und wenn man Privilege Escalation oder macht oder SQL Injection oder was auch immer, dann kann man diese Flags sehen. Und das Ziel des Ganzen ist natürlich, möglichst viele Flags von den anderen zu stehlen, das heißt, auf denen Exploits zu fahren, diese Flags zu finden und zu sichern und unseren Server natürlich schützen, damit die Flags nicht gestohlen werden. Okay, Näheres dazu, das erkläre ich
was anderes. Was kommt davor? Es wird auf jeden Fall was zu Reversen geben, Binary Analysis. Es ist sicher hoffentlich auch was mit Web Security, SQL Injection und so weiter dabei und auch oft sehr interessant Kryptographie-Themen, Steganographie und so weiter.